Ich habe 3 neue Grillsoßen gemacht. Und dafür brauchen wir ja was Gegrilltes, um die auszuprobieren. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Ja, und bis das hier fertig ist, da zeige ich dir, wie ich die 3 Grillsoßen gemacht habe. Als erstes machen wir eine fermentierte Barbecue-Soße. Dafür brauchen wir eine Lake und kochen 650 ml Wasser auf, indem wir 25 Gramm jodfreies Salz auflösen. Den Topf dann beiseite ziehen und das Wasser abkühlen lassen. Weiter brauchen wir 200 Gramm Tomaten, 3 Schalotten, eine Knoblauchzehe, eine rote Chilischote, 2 getrocknete Chilischoten, die Geheimzutat 30 Gramm Kakaonips und 6 frische Salbeiblätter. Später brauchen wir dann noch 2 Esslöffel Molke und nach dem Fermentieren noch 50 Gramm Rohrzucker. Ja, ich weiß, und das war viel zu schnell. Aus dem Grund stehen alle Zutaten auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch der Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Die Tomaten waschen, vierteln und entkernen, das Fruchtfleisch dann grob hacken. Schalotten und Knoblauch schälen und etwas klein schneiden. Von der Chili den Stiel abzwicken, die Chili halbieren, entkernen und etwas klein schneiden. Wenn du es gerne etwas schärfer magst, dann lass die Kerne gerne drin. So mache ich das. Von den getrockneten Chili den Stiel abzwicken und die Chilis etwas klein dröseln. Als erstes geben wir die Kakaonips ins Glas, darauf die Tomaten, anschließend Schalotten, Knoblauch, Chili und die Salbeiblätter. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und drück ganz kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Das hilft dem Nico nämlich unheimlich, weil das Video dann auch anderen YouTube-Nutzern angezeigt wird. Dankeschön! Zwei Esslöffel Molke in die Lake einrühren. Molke setzt sich zum Beispiel auf Quark oder Joghurt oder Buttermilch oben ab und das Glas mit Lake bis 1 cm unter den Glasrand auffüllen. Das Glas mit einem Fermentierdeckel oder Bubbler verschließen und an einem warmen, schattigen Ort für 7 bis 10 Tage fermentieren lassen. Am Ende der Fermentationszeit den Inhalt des Glases durch ein Sieb filtern und die Lake dabei in einer Schüssel auffangen. Alles mit 150 ml Lake und 50 Gramm Rohrzucker in einen Mixer geben und mittelfein pürieren. Die Barbecue-Soße soll in etwa die Konsistenz von Ketchup haben. Nach Belieben kannst du noch mehr von der Lake dazugeben, um die Flüssigkeit der Soße dann zu beeinflussen. Die Soße hält sich für mehrere Wochen im Kühlschrank. Als nächstes machen wir eine Ingwer-Knoblauchsoße mit Honig. Wichtig dabei, alle Zutaten müssen Raumtemperatur haben. Ein etwa 4 cm langes Stück Ingwer schälen, waschen und fein reiben. 5 Knoblauchzehen schälen. Ingwer, Knoblauch, 3 Esslöffel Honig, ein Ei Größe M, 1 Esslöffel Apfelessig, 1 Teelöffel mittelscharfer Senf und 1 Teelöffel Salz in einen hohen Becher geben und mit dem Mixstab pürieren. Weiter mixen und dabei 200 Gramm Rapsöl langsam in einem dünnen Strahl dazulaufen lassen. Die Soße wird dabei zunehmend cremiger. Zum Schluss noch einmal alles ordentlich durchmixen und fertig ist die Soße. Oder ich sollte besser sagen Creme. Die
Die dritte Soße wird eine Wasabi-Senfsoße. Ich hatte ein Foto mit einem Hotdog und grüner Soße gesehen, das sah ziemlich lecker aus. Und nach etwas Recherche habe ich dann herausgefunden, dass es sich wohl um eine Wasabi-Creme handelt. Und die Idee hat mir ziemlich gut gefallen. Wasabi ist eigentlich nicht grün, aber das Wasabi-Pulver, was man überall bekommt, oder die Wasabi-Paste sind grün. Also gehen wir halt auf grün. Sieht ja auch lecker aus. Für die grüne Farbe sorgen 20 Gramm Petersilie, die wir abbrausen, trocken schütteln und grob hacken. Die Petersilie geben wir zusammen mit 2 Knoblauchzehen, 150 Gramm Joghurt, 3 Esslöffel Honig, ca. 5 Teelöffel von dem Wasabi-Pulver, 2 Teelöffel mittelscharfer Senf und 1 Teelöffel Salz in einen hohen Becher und pürieren alles zu einer feinen Soße. Danach noch 2 bis 4 Esslöffel Mayonnaise dazugeben und mit dem Schneebesen glatt rühren. Das habe ich nur leider total vergessen zu filmen. Die Wasabi-Soße dann anschließend für mindestens 2 Stunden kühlen, damit sie etwas fester wird. So, ich würde sagen, probieren wir doch mal, was ich da fabriziert habe. Also, ich habe das jetzt ein bisschen falsch rum aufgebaut. Meine Idee war, die grüne Soße passt hervorragend zu Würstchen oder zu Fisch, die Wasabi-Soße. Dann haben wir hier die Ingwer-Aioli und die fermentierte Barbecue-Soße, die natürlich hervorragend zu Fleisch passt oder Geflügel oder Rind. Und heute hier keine Würstchen, sondern Karottenwürstchen. Der Hotdog in der Karottenvariante. Mal kurz ein bisschen Krautsalat reinmachen hier. So, dann ein Möhrenwürstchen. Vielleicht 2 Möhrenwürstchen, doppelt hält besser. Und die Soße natürlich. So. Jetzt kommt wieder der Moment. Ja, jetzt kommt wieder der Moment, an dem ich dir einen vorkauen muss. Aber die Soße ist ziemlich lecker. Aber das Karottenwürstchen, wegfliege. Aber das Karottenwürstchen, das wird definitiv nicht, gehört nicht zu meinen Favoriten. Kann man machen, wenn man möchte. Ich mag lieber ein echtes. Okay. Oh, ich habe was vergessen. Besteck. Müssen wir das halt so machen, ne? Also hier das Geflügel, das ist das Hähnchensteak. Dazu, Entschuldigung, die Fliege findet das Essen auch lecker. Muss ich das halt so probieren, ne? Also hier diese Knoblauch, Ingwer, Aioli, ne? Ohne Schaf. Oh, da kann ich mich reinsetzen. Ehrlich, in sowas kann ich mich reinsetzen. Und jetzt ganz schnell noch hier zum Schluss die scharfe, etwas scharfe. Okay, ich habe ein bisschen mehr Chili reingemacht, weil wir essen hier so gerne scharf. Mein absoluter Top-Favorit. Das war schon gut. Ich möchte jetzt eigentlich gleich sofort nochmal reinbeißen und aus diesem Grund, bevor ich hier total durchdrehe, sage ich einfach Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön, dass du eingeschaltet hast, Dankeschön, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem, zumindest in irgendeinem von den beiden, die da gleich erscheinen. Ich muss jetzt ganz dringend den Möhren-Hotdog, den gebe ich ab. Und die Steaks, die esse ich gleich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten. Hier. Grillsoßen machen gehen. Das ist ziemlich lecker. Wirklich. Sehr, sehr lecker. Wer Knoblauch mag, für den ist das genau das Richtige. Also, ciao. Ich habe schon wieder zu viel geredet, ne? Tschüss. Schnell das Stück in den Mund stecken. Kann ich schon nicht mehr reden.